herzlich willkommen zu Norbis Kochstunde. Und zwar habe ich heute eine spezielle Folge. Und zwar machen wir heute unseren eigenen Leberkäse. Einen richtig großen Brocken. Aber fangen wir an, kümmern wir uns erstmal um die Gewürze, Zwiebeln und den Knoblauch. Die Zwiebeln schälen wir und schneiden die in sehr feine Würfel. Genauso machen wir es mit dem Knoblauch, aber den verarbeiten wir dann später noch zu einer Knoblauchpaste. Ja, warum eine sehr feine Knoblauchpaste? Damit sie sich nachher im Hackfleisch richtig gleichmäßig verteilt. Gut, welche Gewürze verwende ich für den Leberkäse? Und zwar Ingwerpulver, Speisestärke, Pökelsalz, Pfeffer, Muskatpulver, Phosphat und Fondor Gewürzmischung. Weiter nehme ich noch den Kardamom, aber da gibt es eine Besonderheit. Bei dem Kardamom verwende ich die Samen und zerstoße sie selber im Mörser, mache sie da klein. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Gewürze, die ich immer benutze, aufgezählt und hoffe, ich habe keinen vergessen. Aber es gibt bestimmt Leute, die nehmen noch andere Gewürze für ihren Fleischkäse oder Leberkäse. Ja, das können sie auch. Weil das, die ich genannt habe, sind einfach die Gewürze, die ich am meisten verwende. Weiter beziehe ich die Mengen, die ich hier angebe, auf 3 Kilogramm Fleischmasse. Durch das Wasser, was wir nachher hinzugeben, durch das Eiswasser, durch den Eisschnee, wiegt das Ganze natürlich nachher mehr, aber das berücksichtigen wir nachher in der Gewürzberechnung nicht. Sind nun alle Gewürze vorbereitet, nehme ich die ganzen Gewürze, gebe sie in eine Schüssel und menge sie dort, bevor ich sie nachher dem Fleisch zugebe, nochmal kräftig durch. Gut, dann ist natürlich das Fleisch dran als nächstes. Das werden wir klein schneiden in fleischwolfgerechte Stücke. Wir werden die Sehnen entfernen, den Knorpel entfernen, eventuell auch den Knochen, weil die werden dem Fleischwolf nachher nicht so richtig gut tun. Als nächstes werde ich dann den Fleischwolf zusammenbauen und die Form für den Fleischkäse einölen. Nun als Information für euch, ich verwende hier noch eine 3 mm Lochscheibe. Ja, hätte ich noch eine kleinere Lochscheibe, 2 mm oder 2,5 mm, dann würde ich die auch verwenden. Gut, jetzt gebe ich noch die Gewürze zum Fleisch hinzu und menge das Fleisch so richtig gut durch, bevor ich es dann durch den Wolf lasse. Aber wie gesagt, ich habe schon Fleischkäse zubereitet, indem ich das Gewürz nach dem Wolf hinzugefügt habe und geschmacklich habe ich hier überhaupt keinen Unterschied feststellen können. Jetzt messen wir die Temperatur, um zu wissen, was für eine Temperatur das Hackfleisch hat. Und es hat jetzt hier 12,5 Grad. Und es sollte maximal höchstens 15 Grad haben. Also sprich, wir müssen jetzt noch die Temperatur runterbekommen. Und das werden wir auch jetzt runterbekommen, weil wir ja noch Eiswasser und Eis hinzufügen werden.
Gut, ich gebe jetzt das Hackfleisch hier in meine Küchenmaschine von Bosch Konzept 7000 und gebe da jetzt auch parallel immer wieder Wasser, Eiswasser hinzu und Eis, damit wir, wie schon gesagt, die Temperatur runterbekommen. Jetzt gebe ich natürlich noch die Zwiebeln und den Knoblauch hinzu und natürlich am Anfang von der ganzen Kneterei, damit natürlich der Geschmack sich im Fleisch richtig gut verteilt. Insgesamt werden es so zwischen 1100 Milliliter und 1200 Milliliter Wasser sein. Die Berechnung vom Wasser erfolgt anhand des mageren Fleisches. Und zwar, hier haben wir jetzt 2,4 Kilogramm mageres Fleisch. Die Hälfte davon wären 1200 Gramm. Und wenn man das jetzt auf Wasser umrechnet, wären das 1200 Milliliter Wasser, die wir noch zusätzlich dann zum Fleisch hinzugeben. Bevor ich das Ganze überhaupt angefangen habe, habe ich Wasser vorbereitet. Ich habe 800 Milliliter Wasser in meiner Gefriere eingefroren und 400 Milliliter im Kühlschrank kühl gehalten. Flüssig natürlich. Und zum Zerkleinern von dem Eis muss einfach mein Steinmörser herhalten. Der ist da eigentlich ganz gut dafür geeignet. Das Gute an meiner Küchenmaschine finde ich, dass die einfach durchzieht. Die zickt nicht rum, die knickt nicht ein in der Leistung. Die zieht einfach die 3 Kilogramm Hackfleisch durch und das finde ich einfach super. Ist natürlich auch mal klar, wir müssen die Temperatur kontrollieren und jetzt habe ich 5,3 Grad. Perfekt die Temperatur, die ich benötige. Also wenn ich das ganze Brät jetzt 10 Minuten lang durchkneten lasse, dann wird der Fleischkäse nachher gröber. Knete ich ihn 20 Minuten lang durch, dann wird er feiner und jetzt habe ich ihn 20 Minuten lang durchkneten lassen und danach gebe ich ihn einfach in die Fleischkäseform, in die Alu-Fleischkäseform und werde ihn dann mit Wasser noch bearbeiten, sprich glatt streichen. Das geht einfach mit Wasser super, bevor er dann in den Backofen kommt. Nicht zu vergessen, ich gebe nachher noch ein Muster drauf. Und zwar mache ich das mit dem Messer, man kann auch andere Dinge verwenden. Aber ich nehme einfach hier dieses Metzgermesser. Da kommt der Fleischkäse in den Ofen und ich möchte jetzt keine Zeit vorgeben, weil die richtet sich eigentlich nach der Temperatur im Innern des Fleischkäses. Aber man kann mal grob schätzen, so 2,5 Stunden wird er im Backofen drin sein, wenn nicht 3 Stunden. Nach 2,5 Stunden messen wir jetzt mal die Temperatur, die Innentemperatur mit der Temperaturfühlernadel vom Temperaturmessgerät. Und die Temperatur muss ca. 70 Grad betragen. Und die hat jetzt hier genau 70,7 Grad. Genau richtig, genau so muss es sein. Der Fleischkäse ist fertig. Gut, ich habe noch Rohmasse übrig gehabt. Die habe ich jetzt hier in den kleinen Kugelhupf reingemacht und habe den in der Mitte der Zeit ungefähr einfach mit dazu in den Backofen getan und der ist jetzt auch schon fertig und sieht richtig lecker aus, oder? So, holen wir jetzt den eigentlichen Fleischkäse aus dem Backofen und schieben ihn auf das Schneidbrett, auf das große Schneidbrett. Gut, dann holen wir ihn jetzt aus der Form heraus, aus der Aluform und geben ihn auf den Teller und dort können wir ihn nachher dann in der Mitte durchschneiden und schauen dann einfach mal, wie er innen aussieht. Gut, der sieht richtig gut aus, der ist mir gelungen, der kann gegessen werden. Und somit merkt ihr, meine Freunde, dass ich am Ende angekommen bin von dieser Sendung von Nobbys Kochstunde. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Nobbys Kochstunde wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.